Hello everyone! Hallo zusammen! Are you visiting Switzerland soon? Then this one is for you. Check it out! Hotel Schiff, was kann ich für Sie tun? Grüezi, da ist Meier. Ich würde gerne vom 1. bis 4. September ein Doppelzimmer reservieren bei Ihnen. Sehr gern. Wie ist Ihr Name und Adresse? Das ist Milena Meier, Poststrasse 4, 8004 Zürich. Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie. Danke Ihnen, Ade, auf Wiederhören. Was it? First, I will read it again for you in Swiss German and then in German, so you can compare the two languages. Hotel Schiff, was kann ich für Sie tun? In German, Hotel Schiff, was kann ich für Sie tun? Grüezi, da ist Meier. Ich würde gern vom 1. bis 4. September ein Doppelzimmer reservieren bei Ihnen. Guten Tag, hier ist Meier. Ich würde gerne vom 1. bis 4. September ein Doppelzimmer reservieren bei Ihnen. Sehr gern. Wie ist Ihr Name und Adresse? Sehr gerne. Wie ist Ihr Name und Adresse? Then, of course, the address comes and we say Zürich instead of Zürich. Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie. Danke Ihnen, Ade. Danke Ihnen, auf Wiederhören. Ade you can say, or you can say adieu. In Swiss German we use that a lot. It's actually a French word because of course one of our national languages is French. Then the other person says auf Wiederhören, which is in German auf Wiederhören. Wiederhören is like to hear you again. Wieder again, hören is to hear you. If you become a patron, you will be able to download the English and the German translations of this video and much more. So it's really worth it if you want to dive deeper into learning Swiss German. Checking in. Grüezi, mein Name ist Meier. Wir haben ein Doppelzimmer reserviert. Herzlich willkommen bei uns. Bitte füllen Sie das aus. Das Morgen findet zwischen 8 und 10 im 1. Stock statt. Ich zeige Ihnen gerade das Zimmer. Grüezi. Mein Name ist Meier. Wir haben ein Doppelzimmer reserviert. In German, Guten Tag, mein Name ist Meier. Wir haben ein Doppelzimmer reserviert. Doppelzimmer is a double room, a room for 2 people. Herzlich willkommen bei uns. Bitte füllen Sie das aus. Das Morgen findet zwischen 8 und 10 im 1. Stock statt. Ich zeige Ihnen das Zimmer. Herzlich willkommen bei uns. Bitte füllen Sie das aus. Das Morgenessen findet zwischen 8 und 10 im 1. Stock statt. Ich zeige Ihnen das Zimmer.
So, as you see, z'morgen is a bit special. We say z'morgen for breakfast, z'mittag for lunch, and z'nacht for dinner. Ich würde gerne auschecken. Okay, wie hat Ihnen der Aufenthalt gefallen? Super, es war wunderschön. Das freut uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich würde gerne auschecken. Ich würde gerne auschecken. As you can see, we also use a lot of English words. More and more English words are being used in the Swiss German language. Okay, wie hat Ihnen der Aufenthalt gefallen? Okay, wie hat Ihnen der Aufenthalt gefallen? Super, es war wunderschön. Super, es war wunderschön. As you can see, Swiss German lacks the simple past. So instead we always use the present perfect. Ich, gsi, ist gewesen. Das freut uns. Auf Wiedersehen. Das freut uns. Auf Wiedersehen. As you can see, here we use the word Wiedersehen, Wiedersehen, because of course you see the other person. The other person said Auf Wiedersehen, which is actually exactly the same as Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen does only exist in Swiss German and not in German. Entschuldigung, haben Sie das auch in grün? Ja, da. Danke. Wie viel kostet das? Das kostet 11 Franken 20. Entschuldigung, haben Sie das auch in grün? Entschuldigung, haben Sie das auch in grün? Ja, da. Ja, hier. So in German you don't really say da. You say hier. Danke. Wie viel kostet das? Danke. Wie viel kostet das? Das kostet 11 Franken 20. Das kostet 11 Franken 20. Entschuldigung, wo ist die Milch? Im hintersten Gestell rechts. Danke. Entschuldigung, wo ist die Milch? You can see Swiss people are very polite. They keep saying Entschuldigung, Entschuldigung, which is excuse me in English. Entschuldigung, wo ist die Milch in German? Im hintersten Gestell rechts. Im hintersten Gestell rechts. Rechts is right. Links is left. Danke. Many people find it funny the way I say danke in Swiss German. They say it's like danke or something like that, but for me it's just a normal K, danke. But apparently it sounds really weird for people who don't have Swiss German as their mother tongue. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Einfach dieser Straße entlang laufen und dann rechts. Danke. Entschuldigung, again. Wo ist der Bahnhof? In German, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Einfach dieser Straße entlang laufen und an der nächsten Kreuzung links. Einfach die Straße entlang gehen und an der nächsten Kreuzung links. You can see we use laufen for walking, but in German, if you say laufen, that would be rather running. So in German, you would say gehen.
That's sometimes a bit confusing. So laufen in Swiss German is walking. Danke. Again, danke. Entschuldigung. Entschuldigung, fährt der Zug auf Zürich? Nein, der fährt auf Luzern. Entschuldigung, fährt der Zug auf Zürich? In German, Entschuldigung, fährt dieser Zug nach Zürich? You can see in German you would say nach Zürich and we say auf Zürich. That would be auf Zürich, but you don't really say that in German. Nein, der fährt auf Luzern. Again, auf. In German you would say nein, der fährt nach Luzern. Oh, okay. Grüezi, was hätten Sie gern? Ich hätte gern ein Cookie, einen Salat und Spaghetti. Sehr gern. Grüezi, was hätten Sie gern? Grüezi is the formal way of saying hi to somebody. Otherwise you would say hoi. Was hättest du gern? Ich hätte gern ein Cookie, einen Salat und Spaghetti. In German, ich hätte gerne eine Cola, einen Salat und Spaghetti. I think, yeah, you say that as well in German. Sehr gern. Sehr gerne in German. You can see in Swiss German I say sehr, and in German I say sehr. You have a lot of voice in the S, you know, ein stimmhaftes S, sehr. In Swiss German you just say sehr, not Z. Excuse, könnte ich bitte zahlen? Sehr gern. Das macht 23 Franken 50. 25 ist gut. Vielen Dank. Könnt ich bitte zahlen? Könnte ich bitte bezahlen in German? Sehr gern. Again, sehr, not sehr. Sehr gern. Das macht 23 Franken 50. Sehr gerne, das macht 23 Franken 50. 25 ist gut. 25 is gut. Very often, if you go for drinks, you can just top up to the next franc. You know, if it's like 12 francs 50, you can give 13, for example. But for food, you usually give around 10% of tips. Hallo. Hoi. Grüezi. Tschüss. Adieu. Ade. Bitte. Danke. Ich hätte gern. Können Sie mir helfen? Links. Rechts. Geradeaus. Hallo. Hallo is very neutral. You can always say that. If you're unsure if you have to use the formal or the informal version, just say hello. Hello always works. Hoi is the informal way of saying hi. So if you know the person or in informal situations, you can just say hoi. If it's several people, you could say hoi zusammen. Grüezi is the formal way of saying hi. You can say this whenever. Yeah, in the morning, in the evening, it doesn't matter. You can always use grüezi. Here in Switzerland, tschüss is usually used in informal situations.
compared to Germany, where you can say tschüss to anybody, in informal and formal situations. But in Switzerland, it's usually if you know the person, you can say tschüss. Adieu is like to God, or ade, you can say both, it means the same. It's used in formal situations. If you don't know the people, you can say adieu. Also, you can say adieu miteinander if there are several people, but adieu alone is also fine. Bitte, if you want something, please. Or also if somebody says danke to you, you can respond by saying bitte. Danke, bitte. Ich hätte gern es. So if the noun is male, you would say ich hätte gern ich hätte gern einen Hund, for example. If it's female, you would say ich hätte gern a cat. And if it's neutral, you would say ich hätte gern es. Ich hätte gern es Kind, a child. I would like to have a child. Then very important, können Sie mir helfen? Can you help me? Können Sie mir helfen? Links is left, rechts, right, geradeaus, straight on. That's it. If you think you need more learning material, then become a patron and you will get all the written material for download. It's worth it. Thank you so much for all the patrons who have joined during the last month. I'm so happy you are there. Thank you, each and every one of you. Okay, and now subscribe to my channel to get more videos. I love you. Bye. Tschüss zusammen. Scheiße.